Du brauchst schnell mal eben viele schöne Grußkarten? Kein Problem. In meiner Anleitung zeige ich dir heute, wie du mit einem Blatt Papier und einem Stempelset und mit wenig Aufwand 8 ganz besonders schöne Grußkarten gestalten kannst. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Für die 8 Grußkarten, die ich dir eben schon mal gezeigt habe, brauchst du nicht viel. Du brauchst ein Blatt Papier, du brauchst 8 zugeschnittene Karten. Ich habe das längste Format genommen, also 10,5 mal 29,8 in der Hälfte gefaltet. Mattungen in den Maßen 10,9 mal 7,8. Ja, und zur Koloration ein paar Stempelfarben, Stempelkissen. Hellere habe ich genommen, ausgemalt habe ich dann mit den Blends. Du kannst das natürlich auch ganz anders gestalten, auch einfarbig lassen. Viele Möglichkeiten. Ja, wie ich das gemacht habe, zeige ich dir jetzt. Ich brauche erstmal ein bisschen Platz auf dem Arbeitstisch. Ach ja, mit welchem Stempelset arbeite ich? Dieses hier, Libellengarten. Damit habe ich letztens übrigens diese Gutscheinkarte gestaltet. Gibt es auch eine Videoanleitung von mir. Mach mal auf, können wir mal reinschauen. Ach, da sind noch mehr Libellen und Text. Wunderbar, die kann man hier so reinhängen und da unten ins Fach reinlegen. Ein Gutschein mit viel Platz für persönliche Grüße, vielleicht ein Gartengutschein für Blumen. Baumärkte machen ja auf. Möglichkeiten ohne Ende damit. Ich habe den auch noch als Reisegutschein. Anleitung verlinke ich dir. Jo, mit dem Set Libellengarten wird gearbeitet. Stelle ich schon mal hoch. Dann habe ich hier mein weißes Blatt A4-Papier, in Grundweiß in dem Fall. Die Stanze für dieses Stempelset ist ja diese Libellenstanze. Die habe ich mir auch schon mal zurechtgestellt. Und jetzt zeige ich dir, wie es losgeht. Ich brauche dafür eine Karte, die ich einfach nur als Hilfsmittel benutze. Außerdem die Stempelfarben. Ich habe genommen Mango Gelb und grüner Apfel. In den Karten, die ich dir eben gezeigt habe, habe ich genommen, jetzt wird es schwierig, Mango Gelb, nein, grüner Apfel und dann einen weiteren Grünton, nämlich Gartengrün und Flamingorot. Da musste ich jetzt schauen, das benutze ich so selten, aber die Karten habe ich für einen Blockhop gemacht, wo eben Farben gewünscht waren. So, ich stempel mit dem Memento-Stempelkissen dann, aber jetzt also erstmal zum Hintergrund. Das Papier liegt auf dem Tisch, eine Unterlage drunter, damit da nichts daneben geht. Mein Kärtchen ist schon ein bisschen abgearbeitet und ich fange mit der hellsten Farbe an. Und das ist in dem Fall mein Mangogelb. Ich tauche da ein und setze jetzt hier an und wische einfach über die Kante. Das kann recht locker passieren. Ich sitze immer so ein bisschen auf meine Pappe, damit es dann praktisch fließende Übergänge gibt. Und schiebe hier mein Papierchen ein bisschen willkürlich durch die Gegend. Da habe ich immer ein bisschen zu tun, nicht, dass das zu symmetrisch wird. Ja, wische hier mal ein bisschen rum, so dass da einfach auch weiße Stellen bleiben. Muss jetzt ein bisschen schneller gehen. Du willst ja nicht wochenlang zuschauen. Ich bin mir noch nicht sicher, deswegen steht das schon auf dem Arbeitstisch, ob ich dem Rauchblau noch mal einen Auftritt gebe, weil das verlässt uns ja demnächst, gehört ja zu den In Colors, die beim Katalogwechsel dann rausgehen. Fliegen will man ja nicht sagen, wobei heute Fliegen ja passt. Wir arbeiten ja mit Libellen. Wir schauen mal, ob wir das nachher noch nehmen. Ich glaube ja. Ich stelle mir das gerade sehr schön vor. Ja, du siehst schon, das ist also so, als ob ich nicht wisse, was ich tue. Das Gelb ist schon mal fertig. Dann nehme ich ein Bürstchen, weil ich nicht auswaschen kann, nehme ich das nächste Bürstchen in grüner Apfel. Ansonsten kannst du die wunderbar auswaschen und dann für andere Farben benutzen. Ich habe mir die sortiert nach Farbfamilien, damit ich eben auch gleichzeitig ohne Wasserhahn parallel arbeiten kann. Da ich dann auch mit dem Stempelset arbeite und Pflanzenstempel, kann hier ruhig einiges an Grün sein.
Dann setze ich mal ein bisschen mehr ein. Auch hier unten auf das Gelbe drauf, deswegen habe ich ja mit der hellen Farbe angefangen. Und ich dann mit der dunklen überdecken kann. Du siehst schon, wenn ich da solch direkt drauf gehe und nicht mehr vom Blatt anfange, dann gibt es so Flecken. Kann man mal machen, ist aber ja nicht der gewünschte Effekt. Es soll ja doch recht fließend übergehen. So, und meine Idee ist, dadurch, dass die Libellen nachher mit den Farben Rauchblau, Abendblau, Brombeermus, Lieder hat es auch auf den Arbeitstisch geschafft. Ist ja auch den Blends dazu. Werde ich hier gleich noch ein bisschen in die Mitte, kennst das dann nachher, wie ich mein Blatt zerschneiden werde, in die Mitte noch ein bisschen Rauchblau setzen. Das ist jetzt beschlossen. Nicht viel, aber ein bisschen. Soll ja nicht nur abstrakt sein, sondern ein bisschen echtes Leben soll ja da auch durchschimmern. Also setzen wir hier noch einen minimal kleinen Schimmer Rauchblau an. So einfach durchblitzt in der Mitte. Hier fliegen schon Libellen, siehst du das? Unser sogenanntes Himmelsblau. Jo, eine der vielen Möglichkeiten, einen Hintergrund schnell zu gestalten. Das ist so. Und jetzt geht es weiter mit den Stempeln. Ich packe mal ein bisschen was weg. Die Farben mal schon auf den Haufen. Bürsten auf den anderen Arbeitstisch. Und jetzt kommt mein Memento-Stempelkissen zum Einsatz und diese Blumen aus dem Stempelset. Das sind ja so schöne Wiesenblumen. Und mal schauen, wie das jetzt wird. Ich fange hier drüben an und setze die nie über die Mitte, weil ich schneide nachher mein Blatt hier in der Mitte. Setze die hier nebeneinander. Mal höher, mal weiter unten. Schönen Wechsel. Die Tasse klingelt. Ich glaube, ich muss was trinken. Stellen wir sie mal beiseite. Muss ich schon wieder Memento auffüllen? Ich glaube, das Stempelkissen hätte es fast verdient. Und auch ruhig bis zum Rand gestalten. Und das Ganze umdrehen. Ich zeige mal hoch. Stillhalten. Nicht so hektisch. Und auf der anderen Seite das gleiche. Wieder im schönen Wechsel. Gut. Abdrucken. Heute reicht das Stempelkissen noch. Das nächste Mal müssen wir auffüllen. Mal einen Knoten ins Taschentuch machen, dass ich das nicht vergesse. Könnt mir es ja in einen Kommentar schreiben. Dann fällt mir das gleich wieder ein. Am Stempelkissen am Nachfüller sitze. So. Machen wir auch erstmal zu. Der Stempel wird dann gereinigt. So, mein Blatt sieht so aus. Und jetzt kommt der Moment des Papierschneiders. Und ich schneide mein Blatt einmal längs in der Mitte durch. Ist ja 21 cm, also schneide ich bei 10,5. Kann ich schön anlegen, gerade gucken hier drüben, dass es stimmt. Einmal längs durch. Und jetzt habe ich Mathematik, geht so. 4 Teile, das ganze Blatt ist 29,8, also bei 7,4 schneide ich jetzt. Alles schön genau messen, sonst reicht es halt nicht. 7,4. Ja. Und das letzte justet aus ist auch 7,4. Beziehungsweise einen kleinen Mühe. Habe ich mich also nicht ganz genau einmal einen halben Millimeter weiter rechts geschnitten. Also musste ich nacharbeiten. Die andere Seite auch. Jetzt gucken wir genauer. 7,4.
und ich hoffe, es bleiben 7,4 übrig. Auch wieder ganz knapp verschnitten. Das überlege ich nachher, wie das kann. Beiseite legen, Papierschneider. Jetzt gucken wir uns nochmal unser zerschnittenes Blatt an, damit wir mal wissen, was gelaufen ist. Genau. Ja, 8 Flächen, 8 Bildermotive für unsere Karten. Und dann habe ich dazu Mattungen. Und jetzt kann man das ja unterschiedlich gestalten. Ich zeige nochmal meine Karten, die ich schon gearbeitet habe. Also man kann das hier so mit Libelle, mit Unterlage, den Text. Du bist eine Inspiration. Innen ist diese leer. Bei diesem den gleichen Text. Schmetterlinge noch dazu gesetzt. Und sind wahrscheinlich auch Libellen natürlich. Und innen tauchen die auch nochmal auf. Hier habe ich einen Hintergrundstempel noch verwendet, das Ganze schräg aufgesetzt. Der Gruß steht dann nur drin. Bei diesem gab es eine Tour, also einen Untergrund geprägt, die Mauer. Und dann mit Schleife vorne dran, einfaches Bändchen drum gebunden. Hier auch nochmal mit Schleife. Hier habe ich gar nicht koloriert, fand ich aber auch schön. Einfach nur mit den Grüntönen. Dieses ist ein bisschen schräg gerutscht und auch nochmal die Libellen im Hintergrund. Hier wieder eine Textur und innen der Gruß und Schleifchen und auch innen der Gruß. Ja, du kannst also unterschiedlich variieren und das mache ich jetzt auch. Ich nehme mir meine Karten, Rohlinge, lege mir die zurecht und fange jetzt an, der Reihe nach zu gestalten. Es geht erstmal damit los, dass ich noch ein wenig mit meinen Blends arbeite und zwar die Blüten ausmale und auch hin und wieder etwas Grün. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen ein Fleiß-Ding, weil das kann dauern. Ich mache das, zeige dir jetzt einige, nicht alle. Variationen habe ich dir ja schon gezeigt. Hier bei dieser male ich einfach ein paar Blätter aus mit grüner Apfel und gehe bei den Blüten mit dem hellen Brombeermus oben ran. Und da wir auch mit Mangogelb gearbeitet haben, die Spitzen male ich mit dem dunklen und gehe dann nochmal mit dem Blender drüber. Unterschiedlich variieren. Keine Panik, ich zeige dir jetzt nicht, wie ich alle Karten ausmale, sondern ich zeige dir hier eine, maximal 2. Das Mangogelb setze ich oben auf die Mitte, weil im Hintergrund kommt es vor, also ist das recht stimmig. Brombeermus hell, so ist ja eigentlich der Werdegang. Erst den dunklen Blender nehmen und dann den hellen und dann ineinander verblenden, die Kanten übermalen und dann gibt es fließende Übergänge. Das muss auch nicht ganz fein sein, kannst du natürlich, aber ich mag das durchaus, wenn das so wie aufgestempelt einfach Farbflächen sind. Der Hintergrund bietet sich ja dafür an. Mit dem Verblender, wie gesagt, nochmal drüber und so ein bisschen miteinander verlaufen lassen. So, hierfür nehme ich jetzt eine Mattung Tatsache in Brombeermus. Das ist dunkel, das werde ich hier draufsetzen. Und unten stempel ich mit Memento den Text: Du bist eine Inspiration. Die Karten sind alle für einen speziellen Anlass und wie gesagt, ich brauche viele. Etwa 40, also muss ich hier mal fleißig arbeiten. Und das bietet sich einfach dafür an, weil ich finde, die Karten sind schneller gemacht, aber doch wieder individuell und besonders und machen einfach was her, gerade mit diesen schönen Farben, die wir hier haben. So, dann nehme ich mir mein Leinwand, in dem Fall Mädchen, halte das hier vorne fest, lege das hier zweimal drum, mache ein Knötchen. Normalerweise mache ich das natürlich so kurz wie möglich, aber vor der Kamera habe ich gemerkt, es macht Sinn, lange Bändchen für die Schleifen zu haben, sonst dauert es einfach zu lange. So, dann rutsche ich mir das dahin, wo es soll. Dann lege ich hier eine Schlinge, binde mit der anderen Seite Schleifchen, drücke auf den Knoten, ziehe die Ohren gleichmäßig lang, also die
Die Ohren lang, passend zu Ostern, Hasenohren. Die Ohren der Schleife natürlich. Schneide das Ende ab. Irgendwie meine Schere schon wieder verkullert. Nee, nichts. So, und entweder passt das so, oder du könntest da oben nochmal mit den fliegenden Libellen ansetzen, sodass sie nicht auf dem Kopf fliegen, wohlgemerkt. Dann fliegen die da lang. Und eine Libelle, die ich schon vorbereitet habe, könnten wir dann vorne aufsetzen. Klebe mal schnell. Setze das in dem Fall gerade auf. Schaue, dass der Rand überall relativ gleich ist. Schöne am Tombow ist, dass man dann nochmal richten kann. So, dann haben wir die Libelle. Jetzt muss man mal gucken, dass das nicht zu viel wird, aber ich finde, es passt. Setze sie dahin. Das sieht super aus. Das ist eine coole Karte. Ich wusste doch, das Brombeermus hat durchaus einen Auftritt auf dem Arbeitstisch verdient. Jetzt kommt innen rein noch ein kleiner Gruß mit ganz lieben Wünschen. Das minimiert den persönlich geschriebenen Text. Das ist manchmal wichtig, weil wenn ich viele Karten schreibe, macht meine Hand nicht mit. Und hier unten fliegen natürlich nochmal einige Libellen durchs Bild. Jo, schon ist die erste Karte fertig und jetzt könntest du natürlich sagen, alle sind so, mache ich alle so. Kann man machen, muss man nicht. Man kann natürlich auch ein bisschen variieren. Ich bin total verliebt in diese Farbkombination. Ich werde das jetzt hier gemütlich noch fertig basteln. Zeige mal noch schnell, was ich mache, wenn ich den Hintergrund stempel. Es erklärt sich natürlich von selbst. Ich gebe vor allem das beiseite. Nehme meinen Stempel und lasse die Libellen hier an dem Rand der Reihe nach oben aufsteigen. Und ruhig über den Rand drüber. Und dann kommt das nächste Papier. In dem Fall nehme ich dann mal das Blau. Setze das hier drauf. Koloriere natürlich noch. Und diese Karte werde ich schräg aufsetzen und nur den Gruß innen reinschreiben, beziehungsweise es gibt ja immer die Ideen beim Arbeiten. Die Inspiration, nicht falsch rum, setze ich hier oben drauf. Das passt auch super. Ich halte das schon mal hoch. Auch hier werde ich ein bisschen kombinieren und werde jetzt mehr mit den Blautönen und mit Brombeermus kolorieren. Ja, Libellen ausmalen. Ich habe die schon mal gestempelt. Ich stempel die mir meistens so. Wichtig ist, dass hier der Rand, dieses Stück, nicht zu groß ist, aber so kann ich dann relativ gut gleich ausstanzen. Ich zeige das mal. Dieses passt, die anderen werden nicht passen. Hier kann ich so ein bisschen genau messen. Nein, das passt auch nicht ganz, macht kein Problem. Ich schneide jetzt hier oben in der Form der Stanze so einen Bogen raus. Und dann passt das viel besser und ich kann noch besser anpassen und stanzen. So. Und koloriert habe ich, indem ich mit den dunklen Farben anfange, und zwar am Rand der Flügel ziehe ich erstmal wie so eine Linie. Hier kombiniere ich mal mit dicken und mal mit dünnerer Seite. Logischerweise kannst du mit der dünneren Seite natürlich genauer platzieren. Mit der dicken geht es schneller. Oh, das dachtest du dir auch schon. So, und dann setze ich die Farben von dunkel nach hell immer wieder aneinander. Hier machen wir mal einen ganz fliederfarbenen, also ganz in den lila Farbtönen mit Brombeermus und Flieder. Muss man ja nur auch mal langsam benutzen. Oh, es gibt einen schönen Übergang. Du weißt, das sind nicht meine Farben, aber da können sie ja nichts für, also sind sie heute auch mal dran. Jo, was erwartet dich in den nächsten Tagen? Weiß ich noch nicht so genau, aber auf dem Plan steht Ostern. Osterkörbchen, Osterkarten. Ja, machen natürlich viele Osterkörbchen. Hast du irgendwelche Wünsche? Dann kommentier mir das doch mal. Schreib mir das in die Kommentare und ich überlege dann, welche Wünsche ich erfüllen kann. Ich habe ja letztes Jahr schon eine Reihe gemacht mit Osterkörbchen. Das ging los mit dreieckigen, viereckigen und steigerte sich bis zu den achteckigen. Sogar ein rundes war dabei. Und ich habe jetzt, glaube ich, den Plan heute Nacht gehabt. Jetzt fällt es mir wieder ein.
ein rundes Osterkörbchen geflochten. Das ist ja auch kein Akt, aber vielleicht zeige ich das. Ja, hier fliegen jetzt weitere Schmetterlinge durch die Gegend. Findest du die Farbkombination auch so schön wie ich? Also ich bin so froh, dass ich die rausgezogen habe. Mach mal hier mal kurz eine Umfrage. Welche Farben gefallen dir besser? Dieses mit dem Flamingo-Rot oder das mit dem Brombeermus? Ich halte noch mal was hoch. Moment. Kommt. Ja, wer hat die Nase vorn? Flamingo-Rot, Brombeermus? Ich weiß es nicht. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich bin ganz gespannt. Ja, das war meine Idee für heute und schon ist sie vorbei. Fertig. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir unbedingt einen Daumen hoch. Das versetzt mich in einen Zustand der Freude. Und abonniere meinen Kanal. Klicke gleich auf die Glocke neben dem Abo-Button. Das kostet dich nichts, aber du verpasst keine meiner weiteren Anleitungen. Alle Maße zu meinen Projekten, so sie denn nötig sind, findest du auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.